So, willkommen zum neuen Video heute auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen uns heute mit dem Kühlsystem von unserem 107er beschäftigen und dazu wollen wir eine Druckprüfung machen, gemäß den Werkstattunterlagen, die über das Fahrzeug vorhanden sind. Und um vernünftige Druckprüfung am Kühlsystem machen zu können und das ganze System auf Dichtheit zu überprüfen, habe ich mir so eine Abdrückpumpe von der Firma BGS geholt mit dem passenden Prüfadapter Nummer 3, in dem Fall für unseren Ausgleichsbehälter. Den Videolink zu dieser Pumpe packe ich euch unten in die Videobeschreibung rein. Und dann werden wir im ersten Teil von dem Video die Sichtprüfung machen unter Druck auf einer sämtliche Übergangsstelle am Kühlsystem noch weiterhin dicht sind, auch wenn das System unter Druck steht. Und im zweiten Teil von dem Video schauen wir uns die technische Unterlage an, die Wartungshandbücher an, die Bedienungsanleitung von dem Fahrzeug an, wo wichtige Informationen zur Kühlflüssigkeit drin steht. Und dann zum Schluss gibt es wie immer die Teilenummern von diesem System für die Modelle ab 1985 für den 300er SL, den 420er SL, den 500er SL und für den 560 SL. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt, damit ihr nichts verpasst. Und dann sehen wir uns direkt nach dem Intro an der Motorhaube über dem Kühlsystem und schauen uns das Ganze an. Bis gleich. So, wir schauen jetzt von oben auf unseren Motorraum. Wir haben jetzt hier oben an die höchste Stelle vom ganzen System angeordnet unseren Ausgleichsbehälter, unseren Überdruckbehälter für unser Kühlsystem. Hier oben mit dem Verschlussdeckel. In meinem Fall war der alte Verschlussdeckel hier diese Gummidichtung schon vom Ring abgelöst an der Druckplatte. Und das hat dazu geführt, dass oben dieser Verschluss nicht mehr ganz dicht war und im Betrieb vom Fahrzeug, dann im Fahrbetrieb, mir die Kühlflüssigkeit hier langsam am Ausgleichsbehälter runtergetropft ist auf der Abgastrümmer und das hat für ordentlich Qualm im Motorraum gesorgt, für Dampf im Motorraum gesorgt und deshalb habe ich mir ein neuer Verschlussdeckel besorgt. Das ist immer noch der gleiche wie damals auch. Beginnend mit der Teilenummer 124, also kann man darauf schließen, dass beim 124er der gleiche Deckel zum Einsatz kommt. Zum Verschlussdeckel selber ist Folgendes zu sagen, er hat zwei Stellungen, wie das üblich ist. Einmal um den Druck hier in dieser Stellung abzubauen, also nochmal hier schon komplett geschlossen, dann drehe ihn einmal fast 90 Grad nach links, nicht ganz und er baut dann in dem Fall über die Druckplatte den Druck im System ab, damit der Deckel sich dann nicht abhebt, wenn das ganze System unter Druck steht. Dazu ist aber zu sagen, man sollte das System nie öffnen bei einer Temperatur über 90 Grad, sondern immer schauen, dass man eine Weile wartet, nachdem man das Fahrzeug abgestellt hat, bis die Temperatur vom kompletten System etwas weiter unten ist und dann erst das System öffnen. Dann in dieser Position, wie gesagt, baut er den Druck ab und dann drehe ich weiter nach links und kann den Deckel dann nach oben wegnehmen. Für diese Dichtung hier, wenn ich natürlich den Originaldeckel bestelle über Mercedes, dann passt natürlich das Ganze mit einer Abstände, aber man sollte trotzdem darauf achten, dass dieser innere Ring mit dieser Gummidichtung hier abgeschlossen ist. Und dazu kann man mal die Tiefe hier messe. Ich habe hier 2,5 cm und dann kann ich hier an meiner Druckplatte die Abstände messen und ich habe hier der gleiche Abstand, also kann ich davon ausgehen, wenn ich dann diesen Überdruckbehälter, diesen Ausgleichsbehälter dann verschließe, dass dann diese Gummidichtung mit diesem inneren Ring im Ausgleichsbehälter auch abschließt. So. Mir setzt jetzt unser System unter Druck, dazu wie vorher erwähnt, nehme ich meinen Adapter, setze den Adapter genau gleich wie die Verschlusskappe von dem Ausgleichsbehälter an, drehe den ganz zu und habe hier oben den Anschluss für meine Pumpe hier, einen Schnellverschluss, passend auch für den Druckluftanschluss am Kompressor.
Ich rate aber ausdrücklich davon ab, dieses System mit dem Kompressor unter Druck zu setzen, weil mehr als 1 Bar, 1,2 Bar könnte dann zu Beschädigungen im System führen, gerade am Kühler. Und das habe ich ja, selber schon miterlebt und das ist eine unschöne Sache. Deshalb bitte nur den Druck aufbauen im System von Hand. Und wie gesagt, wir machen das Ganze im kalten Zustand. Jetzt haben wir unser System angeschlossen, unser Drucksystem über die Abdruckpumpe angeschlossen und geben jetzt von Hand auf das komplette System knappe 1 Bar Druck drauf. So, wir haben jetzt einen Druck von 1 Bar auf das System drauf gebe. Hier oben habe ich dann ein Ventil, um den Druck dann nachher wieder abzubauen, bevor ich diesen Adapter wieder löse. Und wir schauen uns jetzt die einzelnen Übergänge an, die einzelnen Schläuche an, ob im kompletten System irgendwelche Beschädigungen sind, wo man dann sieht, dass die Kühlflüssigkeit an irgendeiner Stelle herausgedrückt wird. So, unser System steht unter Druck. Wir fahren jetzt die sämtliche Schläuche hier ab. Wir fangen bei unserem Ausgleichsbehälter an und überprüfen hier die Übergänge, ob schon irgendwo Feuchtigkeit, Flüssigkeit rausgedrückt wird. Man merkt jetzt auch schon ganz deutlich, dass diese Schläuche hier unter Druck stehen. Die sind nicht mehr so ganz flexibel, wie sie davor waren. Wir schauen uns die Anschlüsse am Kühler hier an und die Leitung zum Motor, fahren die ab, auf da alles nur dicht ist und nicht irgendwo die Kühlflüssigkeit an irgendeiner Stelle herausgedrückt wird. Und soweit ich das hier sehen kann, ist im oberen Bereich hier über dem Fahrzeug alles in Ordnung. Jetzt gehen wir unter das Fahrzeug und schauen uns den Kühler von unten an. So, wir sind jetzt unter dem Fahrzeug, wir schauen uns die große Schlauchleitung links vom Fahrzeug unterhalb vom Kühler an. Hier die Verbindung zum Kühler, zum Schlauch schauen wir uns an, ob da alles noch in Ordnung ist, ob es irgendwelche feuchte Stellen gibt rings um den Schlauch herum. Und gerade beim Übergang hier schaue ich mir die Stelle an. Und jetzt gehe ich auf die rechte Seite, wo unsere Ablassschraube hier ist. Hier erkennt man sie, unsere rote Ablassschraube, wo man dann auch beim Kühlmitteltausch beziehungsweise beim Ablassen vom Kühlmittel mal hier über diesen Stütze hier die Kühlflüssigkeit ablassen könnte. Was ich euch allerdings empfehlen kann für einen Tausch von der Kühlflüssigkeit, das über diese Rohrschelle hier, über diesen Schlauch zu machen, um einfach zu verhindern, dass das Gewinde der Ablassschraube beim Öffnen und dann wieder beim erneuten Anziehen versaut wird und euer Kühler dann an dieser Stelle undicht wird. Da ist es ja sehr zu empfehlen, das hier über diese Schlauchschelle zu machen und die Kühlflüssigkeit quasi hier abzulassen. So, unsere Sichtprüfung unter Druck vom System war soweit in Ordnung. Ich habe jetzt keine Stelle entdeckt, wo irgendwo die Kühlflüssigkeit herausdrückt, beziehungsweise irgendwelche poröse Stellen an irgendwelche Schlauchverbindungen, habe ich jetzt so nicht erkennen können. Wir bauen jetzt hier unseren Druck ab über dieses Ventil hier. Schließe mit der Schnellkupplung unsere Abdrückpumpe hier ab. Und entferne unseren Adapter. Und setze den neuen Verschlussdeckel wieder auf und verschließe den Tank. Wenn ich einzelne Rohrschelle jetzt gerade hier im oberen Bereich tauschen möchte, weil sie vielleicht verrostet sind bzw. beschädigt sind, kann ich natürlich das auch machen, ohne mein komplettes System abzulassen, also sprich diese ganze, jetzt in dem Fall vom 560er, die ganze 13,5 Liter Kühlflüssigkeit erstmal abzulassen, bevor ich meine Rohrstelle tauschen kann. Dazu könnt ihr auch hier so eine Schlauchklemmzange benutzen, gibt es in verschiedene Ausführungen, da verlinke ich euch auch was in die Videobeschreibung und könntet das dann vor der Stelle, wo ihr es dann tauschen möchtet, ansetzen und den Schlauch dann kurzzeitig abdrücken, um dann die Rohrschelle zu tauschen und dann wieder frisch zu verbinden.
So, wir haben unser System jetzt überprüft, das war alles dicht. Wenn ihr das Kühlmittel daheim selber wechseln möchtet, beziehungsweise das Kühlmittel einmal komplett aus dem System rauspumpen wollt, ist das im Prinzip auch kein Problem. Die einzelnen Schritte erkläre ich euch jetzt chronologisch, dass ihr das dann daheim nachmachen könnt. Ihr fangt an, als allererstes sucht ihr euch ein passender Auffangbehälter. Möglichst ein relativ heller Behälter würde ich euch empfehlen, damit ihr die Kühlflüssigkeit, die aus dem System rauskommt, danach untersuchen könnt auf etwaige Fremdkörper oder irgendwelche Ablagerungen im Kühlmittel. Und dann legt ihr los und bringt das Fahrzeug erstmal auf Betriebstemperatur, so um die 60 Grad, lasst den Motor drehen, startet das Auto auf ungefähr 60 Grad. Dreht im Innenraum die Heizung auf, sprich ihr macht die Heizung auf und dreht das Temperaturwählrad auf warm. Somit ist dann auch gewährleistet, dass aus dem Wärmepumper sämtliches Kühlmittel dann auch nach draußen befördert wird. Wenn ihr 60 Grad erreicht habt, stellt das Fahrzeug ab, öffnet die Verschlusskappe an unserem Ausgleichsbehälter und geht mit eurer Auffangwanne unter den Kühler unter das Fahrzeug, in unserem Fall jetzt auf die linke Seite, und öffnet diese Schlauchschelle von dem, wie vorher im Video gezeigt, von dem großen Schlauch, zieht den Schlauch vom Kühler ab und lasst das Kühlmittel in euren Auffangbehälter reinlaufen. So, wenn kein neues Kühlmittel mehr nachkommt durch den Schlauch in euren Auffangbehälter, dann geht ihr nochmal hoch ans Fahrzeug, startet es nochmal für ca. 5 bis 6 Sekunden, nicht länger, ja, damit das restliche Kühlmittel aus dem Kreislauf durch die Pumpe dann nach draußen befördert wird über euren Schlauch in euren Auffangbehälter. Danach schaut ihr euch das alte Kühlmittel mal an, auf irgendwelche Rückstände drin sind. Wenn das soweit okay ist und man nichts erkennt, könnt ihr den Schlauch mit einer neuen Schlauchschelle wieder am Kühler verbinden und guckt, dass diese Übergangsstelle wieder komplett dicht ist. Ja, wie vorher im Video schon erwähnt, empfehle ich das immer, über diesen dicken Schlauch das Kühlmittel abzulassen, weil bei den alten Kühler, wenn er es über diese Ablassschraube dann öffnet, weiß man nie so genau, wann wurde die Ablassschraube beim letzten Mal geöffnet, wurde sie überhaupt schon mal in 20, 30 Jahren, wie lange der Kühler dementsprechend verbaut ist, wurde die überhaupt schon mal zum Ablassen vom Kühlmittel geöffnet, und dann könnt ihr euch das Gewinde versauen und bekommt dann diese Ablassschraube nicht mehr dicht, und das wäre schade, wenn ihr dann den Kühler aufgrund von dem dann wechseln müsst. Also immer über diese dicke Schlauchleitung am tiefsten Punkt vom ganzen System ablassen, und dann geht er da auf Nummer sicher, weil das kriegt er immer wieder dicht. Das ist überhaupt kein Problem. So, wenn ihr die neue Schlauchschelle mit dem Schlauch wieder mit dem Kühler verbunden habt und das alles unterdicht ist, könnt ihr anfangen, euer Kühlerkonzentrat mit eurem destillierten Wasser außerhalb vom System zu mischen, in einer Gießkanne oder in einem Messbehälter oder ähnlichem. Könnt ihr das mischen, je nach Herstellervorgabe, in unserem Fall von Mercedes, empfiehlt sich bei einem Frostschutz von minus 27 Grad, um diesen Frostschutz bis zu minus 27 Grad zu erreichen, ein Mischverhältnis von 50% destilliertem Wasser und 50% ja, in dem Fall Glysantin, also Kühlerschutzkonzentrat. Mercedes gibt mehrere Marken, mehrere Produkte von verschiedenen Herstellern frei. Das Datenblatt blendet ihr euch dann ein, dann könnt ihr euch das passende für euren Motor raussuchen. Also wie gesagt, 50-50 mischt ihr außerhalb vom System, und dann fangt ihr an, über den Ausgleichsbehälter das System wieder zu befüllen, bis ca. 1 cm unter der Markierung. Wenn das dann passiert ist, werdet ihr immer noch ein bisschen Kühlflüssigkeit übrig haben. Ihr geht dann wieder zum Fahrzeug rein, startet den Motor, lasst eure Verschlusskappe von eurem Ausgleichsbehälter noch unten. Somit ist jetzt gewährleistet, dass das System sich blasenfrei selbst entlüftet, solange bis im Ausgleichsbehälter keine Blasen mehr nach oben steigt. Wenn das der Fall ist, könnt ihr den Motor wieder abstellen, müsst dann wahrscheinlich bisschen Kühlmittel noch nachleeren, weil sich der Füllstand ein bisschen gesenkt hat. Füllt es dann noch nach, macht die Verschlusskappe zu und euer System ist wieder frisch befüllt. So, wir schauen uns jetzt die technische Unterlage an, die Bedienungsanleitung an, und schauen uns die Tabelle, die Mercedes für die Freigabe der Hersteller für Kühlmittel dann noch quasi verabschiedet hat, und dann gibt es zum Schluss noch die Teilenummer. Das Kühlmittel zu wechseln, muss man natürlich wissen, wie viel Liter Kühlflüssigkeit sich in unserem Fahrzeug
befindet. Und da haben wir in unserer Bedienungsanleitung hinter dann bei sämtliche Füllmenge haben wir dann hier unter auch unser Kühlsystem, und in unserem Fall wird jetzt hier 13 Liter angegeben für unseren 560er SL. Jetzt steht aber im Internet teilweise 13,5 Liter. 13 Liter sind es wohl beim 500er SL. Ja, also wie ihr seht, variiert die Angabe oftmals zwischen der einzelnen Dokumentationen. Wenn ihr annähernd dann nach dem Ablasse diese 13 Liter dann auch erfüllt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das meiste aus diesem System draußen ist und einer erneuten Befüllung mit neuem Kühlmittel auch nichts im Wege steht. Hier jetzt der Hinweis: Mercedes bringt so entsprechende Datenblätter, Betriebsstofffreigaben oder Betriebsstoffhilfsmittelfreigabenblätter raus, wo verschiedene Hersteller dann mit verschiedenen Produkten dann auch hinterlegt sind, welche auch die Freigabe für die Motoren, für die Fahrzeuge von Mercedes dann auch erfüllen. Den passenden Link findet ihr in der Videobeschreibung, dann kommt ihr auf das Online-Blatt, auf die Online-Liste, wo dann diese ganze Hersteller mit dem Produkt jeweils draufstehen. Hier in unserem Fall das Kühlmittelblatt Nummer 310. So, aus der Werkstattunterlage habe ich euch noch geschwind rauskopiert. Diese Dichtigkeitsprüfung, die wir vorher durchgeführt haben mit dieser Abdrückpumpe. Hier habt ihr da auch die Teilenummer von der Abdrückpumpe, die Mercedes da empfiehlt, um diese Prüfung durchführen zu können. Für alle Motoren ab 1985 mit diesem Kühlersystem. Prinzip immer das gleiche, wie vorher erwähnt. Wir schließen unsere Abdrückpumpe am Vergleichsbehälter an und geben 1 Bar Druck drauf, maximal. Ich würde nicht mehr machen, sonst könnte es sein, dass irgendwo am Kühler selber euch das Kühlmittel rechts oder links rausdrückt und somit der Kühler beschädigt wird, und das wollen wir ja auf gar keinen Fall machen. So. Jetzt im Anschluss blende ich euch nur die Teilenummern ein, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Wenn das Video euch gefallen hat, wenn es informativ war, wenn es hilfreich war für euch, würde ich mich über ein Like freuen, über ein Abo freuen, und teilt ruhig dieses Video oder den kompletten Kanal für andere. Das würde mich natürlich auch freuen, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann, ciao.